Im Jahr 2023 haben Nobelpreisträger, führende KI-Forscher und die CEOs der größten KI-Unternehmen eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. Das Risiko, das KI zum Aussterben der Menschheit führt, soll politisch so ernst genommen werden wie Pandemien oder Atomwaffen. Gleichzeitig sitzt du vielleicht gerade mit ChatGPT am Laptop, lässt dir E-Mails formulieren, Code erklären oder Bilder basteln und denkst dir, okay, das ist beeindruckend, aber wie kommen wir von diesem Tool zu Szenarien, in denen KI die Menschheit an den Rand bringt? Genau da entsteht heute ein gefährlicher Spalt. Auf der einen Seite Alltagstools, auf der anderen Seite Weltuntergangsszenarien. Und dazwischen herrscht oft Verwirrung, Hype, Angst und extrem viel Unsicherheit. Ich arbeite selbst als Ingenieur und Berater an KI-Projekten in Industrieunternehmen. Ich sitze in Workshops, in denen Menschen zwischen „das ist doch nur ein Chatbot" und „in 10 Jahren haben wir alle keine Jobs mehr" hin und her springen. Und ich merke dabei, wir brauchen ein klareres Bild. Was passiert, wenn KI immer intelligenter wird? Und das alles ohne Panik, aber auch ohne Verharmlosung. Und ich will in dem heutigen Video versuchen, dir dieses Bild zu geben. In 5 Schritten, und danach kannst du im Idealfall Hype und Mythen viel besser einordnen. Und du triffst klarere Entscheidungen. Beginnen wir mit dem ersten Schritt. Denk an eine einfache Kurve. Zeit nach rechts, Fähigkeiten nach oben. 2019 steht links mit ChatGPT 2. Das ergänzt Sätze und beantwortet einfache Fragen. Heute bestehen Modelle schwere Prüfungen, schreiben Code, imitieren Stimmen, generieren Bilder und Videos. In manchen Aufgaben schlagen sie den Durchschnittsmenschen deutlich. Vor allem bei Tempo und beim Kombinieren von Infos. Ja, KI macht Fehler. Ja, sie erfindet manchmal Dinge. Trotzdem schrumpft die Liste von „das kann KI gar nicht". Und deshalb zählt eine Frage mehr als alle anderen. Welche Aufgaben übernimmt KI und wie gut? Viele sagten in den letzten Jahren immer wieder, jetzt sei Schluss. Dann kamen neue Sprünge. Wenn du die Kurve ehrlich weiterziehst, wirkt AGI plötzlich plausibel. Zweiter Schritt. Thema AGI. Es klingt wie Science Fiction, aber ich mache es mal praktisch. Eine AGI kann alles erledigen, was ein Mensch am Computer erledigt. Mails, Browser, Tools, Tabellen, Planung, Code. Bausteine dafür siehst du heute schon, bei Claude zum Beispiel. Systeme schauen auf den Bildschirm, klicken, lesen, schreiben und steuern Tools. Die offene Frage lautet da, wie zuverlässig läuft das als Gesamtpaket? Über lange Zeit. Noch führt KI keine Unternehmen. Noch baut sie keine komplette Forschungsstrategie. Noch arbeitet sie nicht tagelang stabil wie ein sehr guter Mitarbeiter. Aber die Sprünge kommen oft schneller, als man glaubt. Und nein, es geht nicht um, fühlt die KI sich bewusst? Für deinen Alltag zählt ehrlich gesagt die Leistung. Schritt Nummer 3. Ab hier wird es jetzt ernst. KI hilft beim Bau besserer KI. Dadurch kann sich Fortschritt selbst beschleunigen. Und es passiert schon. KI schreibt und prüft Code. KI hilft beim Testen und KI sortiert Daten. Je stärker sie wird, desto mehr baut sie an sich selbst mit. Da kannst du in Schleifen denken. Menschen bauen ein Modell, das Modell hilft beim nächsten. Die nächste Version hilft noch stärker und jede Runde macht die nächsten Runden schneller. Wenn du einmal eine gute Automatisierung im Betrieb hast, kennst du das vielleicht. Danach wird alles leichter. Bei KI wirkt dasselbe Prinzip mit viel mehr Tempo. Wir kommen mit den Schleifen zu Punkt Nummer 4. Und zwar, wenn die stark genug laufen, dann landen wir bei Superintelligenz. Das sind jetzt Systeme, die uns in vielen Aufgaben deutlich übertreffen, als Einzelne und auch als Gruppen. Und warum kann das so schnell gehen? Du kopierst Software in Sekunden, sie arbeitet extrem schnell und sie teilt Verbesserungen sofort. Jetzt denk dabei kurz an das Bild. Ein digitales Gehirn, das nie schläft, sich beliebig oft vervielfältigt und jedes Upgrade sofort verteilt. Ab einem Punkt kippt das in eine Liga, die wir kaum intuitiv greifen. Viele nennen das dann Maschinengötter. Gemeint ist da keine Magie, gemeint ist eine Technik, die erst an Physik stoppt. Punkt Nummer 5 wird jetzt nochmal sehr spannend, weil bis hier klingt alles theoretisch.
Nur laufen wir diesen Pfad schon. Staaten und Konzerne investieren Milliarden in Modelle, Rechenzentren und Chips. Wir bauen immer stärkere KI. Und jetzt ist der Haken, dass Sicherheit und Kontrolle nicht einfach automatisch hinterherkommen. Menschen umgehen Filter. Teams verstehen oft nicht sauber, warum ein Modell etwas entscheidet. Und niemand hat einen gemeinsamen Stoppknopf. Das Risiko entsteht nicht, weil dann KI Menschen hasst. Das Risiko entsteht, wenn ein extrem starkes System ein Ziel verfolgt und Menschen dabei stören. Was heißt das jetzt für dich? 5 klare Punkte. Erstens, denk bei jeder KI-News an die Kurve. Frag dich, wo auf der Kurve das gerade spielt. Zweitens, verfall nicht in Euphorie und auch nicht in absolute Abwehr, weil beides macht dich blind. Du brauchst Respekt und klare Grenzen. Drittens, setz Leitplanken im Unternehmen und welche Daten überhaupt raus dürfen. Wer trägt Verantwortung? Die KI nicht. Welche Tests laufen, bevor KI-Prozesse steuern? Viertens, nimm Sicherheit ernst. Standards, Tests, Forschung, Regulierung. Super langweilig, aber das ist der Brandschutz für die digitale Arbeit. Und fünftens, bau Urteilskraft auf. Lies nicht nur Überschriften, hör auch auf Leute, die Systeme bauen und prüfen. Denk die 5 Schritte mal mit und dann siehst du Stufen, Risiken, aber auch Hebel. Und du merkst, warum diese Phase, in der wir gerade sind, so kritisch ist. 2026 kann KI in Richtung Systeme gehen, die uns übertreffen. Und wir entscheiden heute, ob daraus Fortschritt wird oder Chaos. Zum Thema KI im Alltag für Entrepreneure habe ich mit Niklas Steenfort gesprochen, was sehr spannend war. Wir sehen uns dort. Bis gleich.